So, nach einer halben Ewigkeit ist die Turbine mal wieder zusammengebaut. Das Problem war ja, ich wollte einen Service machen, da sind aber dann so viele Fehler dabei passiert, die sehr unschön waren. Zum Beispiel, der hat nicht mehr richtig gezündet. Dann sind mir hier diese Kraftstoffleitungen im Inneren alle durchgebrochen. So, und weil das alle so dünne Kabel sind, Kupferrohre sind, ist ja klar, die kriegt man nirgendwo so schnell her, weil die sind da schon wirklich hauchdünn, wenn man irgendwie so leicht reinfilmen kann. Ja, es ist jedenfalls sehr hauchdünn. Und deshalb habe ich die irgendwo bestellen können. Es hat aber eine Ewigkeit gedauert, bis sie angekommen sind. Ja, dann habe ich manchmal die falschen bestellt, weil dann kam es wirklich auf Millimeter drauf an. Jetzt habe ich dann wieder welche bestellt, habe die zusammengebaut. Jetzt ist die Turbine wieder so. Das mit dem Lager, das macht mich richtig glücklich, weil... Ups, wo bin ich? Da. Also er dreht sich jetzt richtig schön. Vorher hatte ich immer so ein leichtes Kratzen, jetzt dreht er sich wunderbar. Also gewuchtet ist er jetzt auch, habe ich von einer Firma machen lassen. Ich hoffe jetzt beim nächsten Start, also bei den jetzigen Start, dass es jetzt funktioniert. Weil davor hatte ich auch ja die Probleme mit falsche Verbrennung. Er hat zu heiß verbrannt. Irgendwie ist da was drin ausgelaufen. Vielleicht kann ich ja mal so ein paar Videos damit jetzt hinzufügen, damit ihr sehen könnt, wie unnötig oder wie unschön das war. Und ich füge euch nochmal so allgemein ein paar Bilder, Videos hinzu vom Service. Ich hoffe, er funktioniert heute. Oh je, die arme Turbine. Hier. Lager in der Fritten und es kratzt leider. Es wird mal Zeit für einen Service. Dann nehme ich dich mal ein bisschen auseinander. Hier, er ist auch leider ein bisschen locker, dann muss ich den auch gucken. Hier, ja, sieht man ein bisschen schlecht, aber ja, muss ich einmal alles ein bisschen festdrehen. Und natürlich angucken, wie die Lager aussehen, weil ich glaube, die sind absolut hinüber. Ich nehme jetzt hier die Schelle ab und dann halt nachher den Intake und dann gucke ich mal weiter. So, jetzt ist die Halterung ab. Man sieht auch ein bisschen, dass hier das ganze Fett herumgeistert. Liegt wahrscheinlich daran, dass hier keine Dichtung ist. Die muss ich dann auch hinzufügen. Ja, dreht sich echt nicht schön. Als nächstes kann ich da hier die Schubdüse abmachen. Jetzt kommt er hier dran und dann geht's weiter. Und... Ups. Ach, der ist ja richtig festgespackt, oder ist hier noch einer? Ne, alle sind ab. Warte mal. So, der saß nur ein bisschen fest. Hier ist der Ring. Ja, müsste auch sauber gemacht werden. Hier ist das... Ach meine Güte. Hier ist das Kompressorrad. Jetzt will ich als nächstes ihn hier abnehmen, damit man das Kompressorrad abnehmen kann. Dann ihn, also erst hier diesen Stutzen, dann den Kompressor, dann diesen Ring und dann die ganze Brennkammer. Dann kann ich an der anderen Seite den so lassen. Und jetzt kann man, wenn man den gelöst hat, hier aufschrauben. Ups. Geh ab. Kann man ihn hier rausheben. Und dann könnte man ihn theoretisch, ja, kann man ihn auch hier so rausheben. Oh, der ist ja sehr heiß gelaufen. Schade eigentlich. So. Ja, da ist ja das andere Krimskrams. Ups, ist jetzt gerade weggefallen. Da. Hier ist das Lager. Wir können kurz gucken. Ja. Dann ist das wahrscheinlich noch okay, aber das andere ist dann Schrott. Das Lager hat schon mal bessere Tage gesehen. Na, ich baue es jetzt mal ein bisschen weiter auseinander. Ich habe mir das Lager jetzt mal ein bisschen genauer angeguckt. Man macht einen Lagertest, indem man ja so zickzack macht, und wenn der Ring jetzt hier nicht nerven würde, sieht man das? Das Ding ist komplett in der Fritten. Das hat leider einmal keine Schmierung bekommen. Schade eigentlich. Dann muss ich den jetzt auch noch aufschrauben. Oh, ich habe keinen Bock mehr. So, jetzt sind auch hier noch die Schrauben raus. Die vom NGV, ja. Die sind auch rausgeschraubt. Jetzt muss ich halt diese kleinen Nieten, nenne ich es mal, die muss ich ein bisschen so raushebeln und dann kann ich den Diffuser abziehen. Das mache ich als nächstes. So, und jetzt sollte ich den rausziehen können.
Mit einer Hand wird schwierig. Ich versuche es mal irgendwie hier so aufzustellen. Oder geht's auch so? Das ist alles sehr unglücklich jetzt hier gerade. Ich kann den halt... mit einer Hand ist es schon ziemlich unglücklich. Ich stelle den mal irgendwie... Sekündchen. Ne, mit einer Hand wäre es definitiv nicht gegangen. Und jetzt habe ich ihn hier. Okay, dann war es jetzt ein bisschen blöd, dass ich den schon abgeschraubt hatte. Das ist das Gehäuse. Das kann ich auch mal wieder sauber machen. So, hier ist das Ding. Auch extrem schmantig. Das Lager. Es läuft rund, aber ich würde die auch austauschen. Hier das Gehäuse, falls ich es noch nicht gezeigt hatte. Sehr schmantig. Das mache ich auch mal wieder sauber. Der Tunnel. Weiß ich nicht, ist auch extrem schmantig. Muss ich auch sauber machen. Der hier ist ja miteinander verbunden. Vielleicht löte ich den noch ab, aber ich weiß nicht, ob ich das machen möchte. Das müsste ich ja hier machen. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. Das ist hier die Brennkammer. Auch extrem schmantig. Ich weiß nicht, womit die vorher befeuert wurde. Gefüllt mit Altöl. Aber die mache ich auch so gut wie es geht sauber. Stimmt. Ihn hier muss ich noch abmachen, weil er hat ja hier das kaputte Lager. Ja, dann mache ich den auch noch eben ab. Das war's mit der Wuchtung. Nach ganz viel Not und Elend habe ich das Ding jetzt auch abbekommen. Gucke ich mir auch nachher schön an. Und dann ist mir das Lager auseinandergeflogen. Wunderbar. Na, da kaufe ich auch ein neues. Das ist ja für die Tonne. Ja. Na, dann messe ich das auch mal aus. So, dies werde ich jetzt so fern wie möglich mit Benzin waschen. Mit einem Pinsel und so, dann halt sauber pusten. Das sind halt diese Sachen, die halt schmutzig sind. Ja, hier, ich wollte es ja nicht abmachen, wäre zu viel Arbeit. Das hier wollte ich so sauber machen. Das Schmandgehäuse. Ja, und ja, er auch noch so ein bisschen. Oder ein bisschen viel. Die Ansaugung, die wollte ich hier an den Rändern ein bisschen sauber machen. Und natürlich hier. Und ich wollte dann das hier innen drin für die RPM-Messung, wollte ich das hier alles schwarz matt färben. Von hier, also innerlich hier den hier und ihn hier. Und dann nachher den hier. Den wollte ich auch komplett schwarz matt machen. Damit der Laser nicht mehr so reflektiert und dass die Sonnenstrahlen nicht mehr so stören. Also mache ich eben alles sauber und mal gucken, wie es danach aussieht. So, ein wenig später habe ich es ein bisschen gemacht. Ja, es fängt jetzt an ein bisschen zu fisseln. Jedenfalls, ja, ganz sauber kriegt man das nicht, ist klar, weil es halt festgebrannt. Aber was am besten aussieht, ist jetzt wieder hier innen. Sieht mal wieder sehr sauber aus. Ja, das habe ich auch nicht ganz wegbekommen. Das ist auch anscheinend festgebrannt. So wie das da ist auch so leicht angebrannt. Hier diese alten Klebereste hier, die kriege ich auch nicht ganz weg. Aber dennoch sieht er jetzt viel anders aus, oder viel besser eher gesagt. Ja, habe ich das auch noch ein bisschen geputzt. Den habe ich auch noch ein bisschen durchgewienert. Die kriege ich auch nicht ganz weg, aber das ist auch nicht so schlimm. Brennkammer habe ich... weil ich habe die gerade ein bisschen hier mit Gas getestet, ob die ganzen Einspritzdüsen noch frei sind. Die sind alle frei. So, jedenfalls sieht sie auch etwas sauberer aus. Dann habe ich hier auch so ein bisschen, so weit wie es ging, auch noch so ein bisschen gemacht. Ja, jetzt lasse ich das noch alles ausgasen, weil ich es ja mit Benzin sauber gemacht habe. Und dann räume ich es rein und dann muss ich mir halt noch die Kugellager bestellen. Weil mir das Selbstwuchten zu heikel war und ich halt die perfekten Lager nicht gefunden habe, habe ich im Internet einen netten Herr gefunden. Das ist hier so sein Sticker oder sein Logo eher gesagt. Der hat für mich 2 neue Lager rangekloppt. Also hier hinter ist der eine und hier ist der andere für ums Eck hier, den hier. Und er hat so einmal für mich gewuchtet. Ich habe jetzt hier einmal die Markierung,
die Markierung, dann ist hier die Markierung, da die Markierung und einmal hier die Markierung. Also hier sind alles Markierungen, das heißt, den darf ich jetzt nicht abmachen, weil sonst ist ja alles in der Wicken. Aber den kann ich ja jetzt abmachen, dann wieder so passend dran machen, dass es hiermit passt. Hier, da sieht man den Strich und den Strich, also nicht den, sondern den hier. Das muss alles passen, weil das dann hier auch oben ist. Also hier ist der Strich, hier ist er. Also das heißt, wenn ich das alles jetzt wieder so anschließe, ist die Turbine perfekt gewuchtet. Dazwischen muss natürlich noch der Lager. Und dann, ja, hier sind ja die ganzen Einzelteile, die sich ja hier gehäuft haben. Jetzt baue ich erstmal alles wieder Schritt für Schritt zusammen. Und dann, ja, mal gucken. So, jetzt habe ich hier schon den Tunnel, den Schaft, wie man es auch nennen mag, schon hier reingeschraubt. Das neue Lager ist drin. Auch die Dinge habe ich hier festgemacht mit Gewindekleber. So ist das Ding jetzt hier. Ja. Jetzt muss ich halt als nächstes das Ding in sein Gehäuse hier reinkloppen. Nach ein bisschen Fummel ist er jetzt auch drin. Auch passend. Hier auch mit der Zündkerze. Glühkerze ist das ja. Ja, jetzt muss ich die hier, also die dann noch alle reinkloppen. Jetzt sind die drin. Jetzt schraube ich die Glühkerze rein. Ich weiß gar nicht mal, ob die noch funktioniert. Fokussieren. Ja, keine Ahnung, ich schraube die einfach rein. Ich muss die vielleicht mal austauschen und mal testen. Jetzt ist er auch drin, jetzt muss ich den auch hier wieder festschrauben. 3 Schrauben. Ja, das sind die. Diese sehen auch so verkohlt aus. Ja, und das war noch Schlitz. Ja, das sind die. Die schraube ich kurz rein. Ohne Loctite oder ohne Gewindekleber, weil das wird nicht lange überleben. So, Diffuser ist drin. Ein Wellenlager ist drin. Wellenlager? Wellentunnel ist drin. NGV. Einfach dieses Richtding ist drin. Als nächstes kommt die Welle rein. Also er hier. Dann muss ich das halt richtig montieren, so wie ich es ja am Anfang gezeigt habe, mit den ganzen, wie soll ich sagen, mit den ganzen Strichen, mit den ganzen Verbindungen. Die müssen halt alle passend sein. Und dann gucke ich mal weiter. Ja, ich bin gerade ein bisschen perplex. Ich gucke mir gerade die alten Videos an, die ich ja gemacht habe, also die ich ja glaube vor einer Woche oder so gemacht habe. Da habe ich ja gesagt, ich muss jetzt die Nieten hier rausholen, damit ich diesen Diffuser abheben kann. Wieso sind jetzt auf einmal hier Schrauben drin? Ich bin jetzt ein bisschen perplex. Muss ich halt diese kleinen Nieten, nenne ich es mal, die muss ich ein bisschen so raushebeln und dann kann ich den Diffuser abziehen. Weil ich habe mir das Video nochmal genau angeguckt, da sind solche Nieten, daran kann ich mich auch erinnern, aber auf einmal sind da Gewinde mit Schrauben. Ich verstehe es nicht mehr. Ich wüsste jetzt nicht mehr, wo diese Nieten sind, weil da sind jetzt Schrauben. Komisch, aber egal. So, die Folie wurde jetzt, also die Welle und Lager wurden schon so ein bisschen vorgeölt, hiermit. Jedenfalls, damit das schon mal geölt ist, weil wenn ich den das erste Mal jetzt wieder starte, dass er nicht trocken läuft, weil das wäre ja Katastrophe. Jedenfalls, man hört, kein Kratzen, warte, ich stelle ihn mal richtig hin. So wäre er richtig. Man hört jetzt nur die Lager. Ich versuche meinen Ton richtig aufzufangen. Einfach perfekt. So, jetzt habe ich diesen Kranz oder diesen Luftintake, wie man es auch nennen möchte, habe ich jetzt hier zusammengeklebt, beziehungsweise natürlich zusammengeschraubt, mit Schraubenkleber noch wieder zugeklebt, weil der auch mal gerne aufspringt und weil er auch sehr unter Belastung ist. Sieht man auch hier so schön, dass ich es ein bisschen als Dichtmittel benutzt habe. Das quillt auch hier so ein bisschen raus an den Seiten. Jetzt stecke ich den hier drauf, schraube den dann auch zu. Dann kommt nur noch der Konus dran. Dann heißt es trocknen und dann kann die Biene auch wieder ein bisschen balken. So, da haben wir sie wieder. Mit der Kone auch, oder Konus, ich glaube man nennt es Kone oder Konus, ist jetzt auch drauf. Hier ist sie wieder. Lässt sich auch wieder drehen. Kratzt nicht. Ich hoffe, das ist beim Starten dann auch so, beziehungsweise nach den Starten. Ja, man sieht leider, dass die schwarze Farbe sich hier abgepackt hat, weil ich es draufgeschraubt habe und die ganze Zeit gedreht habe. Das muss ich dann wahrscheinlich irgendwann nochmal lackieren. Aber die Stelle ist noch schwarz, das reicht. Das heißt, es ist erstmal okay. Ja, ich kann jetzt dran drehen und dreht sich aus. Dreht sich jetzt nicht perfekt aus, weil er jetzt wieder mit Öl voll ist und dann hat er wieder Widerstand. Aber so
ist perfekt. Kein Kratzen, kein gar nichts. Jetzt kloppe ich den hier wieder hier drauf. Und dann geht's morgen los. So, die Turbine ist wieder an den Ort. Der Starter ist auch wieder dran. Also man hat Platz und wenn er aufgeht, dann packt er sich den. Das ist alles tipptopp. Startgas, Lageröl und auch halt Sprit. Und Spritversorgung sind auch alle wieder dran. Konus ist dran. Der Abgastemperatur-Sensor, was auch immer, ist auch dran. Ja, lässt sich drehen, ohne dass es kratzt. Ich freue mich. Ich lasse jetzt diesen Kleber, diesen Gewindekleber lasse ich jetzt trocknen und morgen schreit das Ding. Hoffe ich jedenfalls. Jedenfalls, das war jetzt so mehr oder weniger die Art von Service, die ich machen kann. Das Wuchten, wie ich es ja schon ganz am Anfang gesagt hatte, hat der liebe Herr Kanapin gemacht. Ich bin bis jetzt top zufrieden. Wir werden morgen herausfinden, ob er auch eine gute Arbeit gemacht hat. Und ja, ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Natürlich erstmal Stecker rein. Mal gucken, ob ich das jetzt alles mit einer Hand hinkriege. So. Das ist schon mal. Der piept schon mal. Da muss ich hier die Kappe schon mal abziehen. Mich hier kurz im System anmelden. Oh, das ist jetzt auch alles hier mittlerweile echt verstaubt. Wenn ich dann jetzt. Ich glaube, das sieht man jetzt sehr schlecht. Ja, ist alles sehr verstaubt. So. Jetzt gehe ich hier wieder auf mein Manuell. Ach ja, stimmt, ich muss ja einmal hier drauf drücken. Jetzt gehe ich auf Manuell. Richtig. Wir können einmal kurz gucken, ob die Pumpe angesteuert wird. Das hört man an so einem Summen. Ich halte mal hier das Mikrofon dran. Also ich habe das Summen gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das Summen auch gehört habt, aber die Pumpe wird angesteuert. Und jetzt versuche ich irgendwie mal mit einer Hand die Turbine zu starten. Sonst lege ich halt kurz das Handy weg. Ich versuche einfach jetzt kurz mein Glück. Also, oh ne, das wird... Ja, ich lege kurz das Handy weg, das wird sonst schwierig. So, das Ding ist jetzt hier an, macht auch schon Hitze. Sieht man was? Ne, aber man hört ihn ja fauchen, wenn ich es mal Fauchen nennen kann. Und dann versuche ich den jetzt mal zu starten. Mal hoffen, dass es mit einer Hand was wird. So, ja, ich versuche jetzt mal nicht auf die Kamera zu gucken.
Oh, das ist gut. So, jetzt kühlt er sich ab. Ich hoffe, er raschelt jetzt nicht mehr oder ist nicht mehr am Ende am Kratzen, wenn er irgendwie etwas mit 100 Grad erreicht hat. Weil dann ist das perfekt. Warte, wir sind bei 300 Grad. Es sieht sehr gut aus. Das ist schon mal sehr gut. Ja, okay, hier oben ist er noch anscheinend ein bisschen undicht. Die muss ich ein bisschen fester zuziehen. Das ist, ups, das hört sich schon mal sehr gut an. Wo sind wir jetzt hier mittlerweile? Oh, komm, bitte jetzt nicht kratzen. Dann habe ich jedenfalls ein großes Problem weniger. Bitte nicht kratzen, bitte nicht kratzen. Ich stelle schon mal aus. Oh, er kratzt nicht. Oh, das hört sich so gut an. Und er er dreht sich richtig schön aus. Ist das schön. Guck mal, er dreht sich richtig. Boah, wie lange. Das war ja bei, ich glaube, ich habe noch einen Film davon, dann zeige ich es kurz. Oh, wie lang, da ist er richtig schön. Und ohne dass er kratzt. Zack, da steht er. Qualmt er irgendwo? Nee. Temperatur 80 Grad. Das ist ja geil. Und jetzt, normalerweise hat er ja immer gekratzt und wenn ich jetzt dran drehe, hat er früher auch immer gekratzt. Ist das geil. Es funktioniert. Also die Lager waren dann halt Schrott. Also das heißt, Lager austauschen hat schon mal geklappt. Das Einzige, was ich jetzt festgestellt habe, ist, dass die Turbine einen sehr starken Hotspot hat. Die hat hier ungefähr, hier hat sie ihren Hotspot. Die hatte schon immer da so einen leichten Hotspot, aber noch nie so stark. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da nochmal nachgucken muss oder es so sein lassen soll. Vielleicht ist die Mischung auch ein bisschen unglücklich. Da muss ich dann halt mal ein bisschen weniger Öl reinpacken. Die ist ja auch ja nachher leer. Aber das Gute ist, die Turbine funktioniert. Ach, das ist doch so schön. Der dreht sich. Ach, also das ist richtig schön. Also das macht mich gerade richtig glücklich, weil ich hatte ja immer das Problem, nachdem wir den benutzt haben, also davor und danach wir den benutzt haben, wurde der immer so, also hat er immer irgendwo geschliffen. Und jetzt, das ist doch geil. Nix ist auch richtig. Er ist früher immer hier unten ausgelaufen. Läuft er immer noch hier unten aus? Ah ne, er tröpfelt nur ganz leicht. Und hier ist hier was nass. Ich guck mal kurz. Nee. Normalerweise hat er da richtig getröpfelt. Jetzt so leichte Tröpfelchen ist ganz normal. Hier, wenn ich die mal auffangen kann. Da, die sind ganz normal. Aber sonst hat er hier das ganze Brett von unten immer so zugesifft. Und ich glaube, die ist wieder kalt, oder? Ja, die ist halbwegs kalt. Ja, okay, den muss ich jetzt ein bisschen fester zuziehen. Aber das ist schon mal geil. Das macht mich richtig glücklich. Das ist richtig schön. Nach so vielen Fehlversuchen, ehrlich gesagt, ich hatte manchmal auch echt keinen Bock mehr, weil ich hatte Fehlversuche über Fehlversuche. Aber jetzt funktioniert's. Nur das Problem ist jetzt, ich habe irgendwie hier einen Hotspot. Müsste ich mir die Brennkammer eventuell nochmal angucken. Aber die Turbine läuft schon mal und das ist schon mal sehr wichtig. Das macht mich richtig glücklich. Naja, da ist das System. Ach ja, stimmt. Ich habe mal gucken, ob der jetzt aufgezeichnet hat. Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich habe nämlich hier noch ein System hinzugefügt. Bei Info, wenn das mal ein bisschen schön aussieht. Ja, das ist ein bisschen unglücklich mit der Sonne. Jedenfalls, wenn ich jetzt hier auf Info drücke, einmal fokussieren, Info. Und er hat mitgezählt. Kann das passen? 6 Minuten? Ja, okay, ich habe davor auch schon ein bisschen getestet, aber ich glaube 6 Minuten kann passen. Davor hatte der, ich hätte jetzt drauf gucken müssen, ich glaube der hatte 3 Minuten oder so, aber das ist perfekt, weil ich habe jetzt halt noch hinzugefügt, dass jetzt angezeigt wird, wann er seinen letzten Service hatte. Ja, 0 Minuten, weil da habe ich ja den Timer hinzugefügt und seine Laufzeit ist jetzt insgesamt, wenn man es so sehen möchte, 6 Minuten. Natürlich hat die Turbine schon viel mehr gesehen, aber die hat jetzt insgesamt 6 Minuten gelaufen, seitdem ich die Funktion hinzugefügt habe. Also habe ich jetzt auch noch so einen Minutenzähler in das System hinzugefügt. Und scheinbar funktioniert es. Ach richtig, was mir auch noch aufgefallen ist. Ich hatte bei den ganzen Tests die Probleme, dass er richtig am Qualmen war.
Also hatte der irgendwie zu viel Öl verbrannt, was irgendwie, glaube ich, für ein Lager oder so gedacht war oder so. Aber jetzt hat er richtig sauber verbrannt. Das ist richtig schön. Also das macht mich richtig glücklich. Ich sehe jetzt wieder Hoffnung in mein Projekt. So, wir sind jetzt bei 100 Grad. Aus damit. Zack. Er dreht sich schön aus. Oh, ist das schön. Ohne zu kratzen. Ah, was habe ich da gerade gehört? Oh, wie schön. Ach, das ist ja richtig schön.